Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns das Tripod von Kopfjäger. Schießen mit dem Tripod ist super populär in den Staaten, findet auch bei uns langsam Einzug, gerade hier im Long-Range-Bereich. Ist natürlich viel angenehmer, wenn man bequem sitzen kann oder noch besser, wenn man stehen kann. Die Jäger wissen es schon lange mit einem Schießstock zu schießen. Stabilisierung ist immer eine wichtige Sache, gerade wenn man präzise Schüsse abgeben möchte, muss man gucken. Der schwächste Punkt sind die Arme, die das Gewehr halten müssen. Und gerade wenn ich hier so ein 7-8 Kilo Gewehr habe, wenn ich das halte, dann wird sich die Trefferlage, da kann das Gewehr noch so gut sein, die Arme sind der Schwachpunkt. Da hilft dann eine Auflage. Normalerweise ein Zweibein im Liegen, aber wenn ich halt andere Positionen bevorzuge zum Schießen, ist ein Dreibein natürlich die optimale Wahl. Hier haben wir von Kopfjäger den Reaper Kopf, Stativkopf, und das Dreibein ist ein K800 Carbon Dreibein. Fangen wir mit dem Kopf an, den Reaper Grip. Hier habt ihr eine gummierte Auflagefläche für Gewehre bis zu einer Breite von 7 cm. Also sollte so ziemlich alles, was es gängiges gibt an Gewehren, hier drauf packen können. Natürlich ist das Stativ auch nur, man sieht es ja, es ist ein relativ leichtes Stativ. Man muss natürlich auch gucken, dass man da das Limit einhält. Das sind hier bei dem Stativ in der Kombination maximal 10 Kilo an Waffengewicht, was hier drauf passt. Hier ist das Steyr SSG, das hat ungefähr 7, 8 Kilo, so wie es da liegt mit dem Zielfernrohr. Also das passt zum Beispiel super rein. Ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das wird dann hier mit dem Stellrad hier eingestellt, eingezwängt in den Reaper Grip und kann dann da entsprechend gehalten werden. Hier seitlich habe ich jetzt gesehen auf der Webseite von, der Stefan angezogen hier, heilige Kanone, Sekunde, so, okay. Als Zubehör habe ich hier gesehen, auf der Webseite gibt es auch schon hier eine Montageplatte für eine GoPro, das heißt, ihr könnt dann auch wirklich hier nochmal parallel filmen, während ihr schießt, da das ganze System ja ein bisschen nach rechts versetzt ist. Für die vertikale Verstellung habt ihr hier einen langen Griff, der lässt sich auch komplett entfernen. Je fester ihr ihn dreht, desto schwerer geht natürlich die Neigung. Wenn ich den jetzt hier lockere, dann kann ich das hier natürlich ganz easy bewegen. Das wäre gerade interessant, auch wenn ich eine leichte Waffe habe, dann kann ich den wirklich relativ locker lassen, weil der schon einen sehr hohen Eigenzug hat. Den kann ich hier auch nochmal zusätzlich hier oben ein bisschen nachjustieren. Für die horizontale Zielverfolgung habe ich hier natürlich einen ganz normalen Drehkopf. Der lässt sich hier an dieser Schraube nochmal festziehen. Ihr seht jetzt, das dreht sich jetzt nur hier oben der Kopf. Man kann hier unten auch nochmal nachjustieren am Stativ selbst. Wenn ihr da das Ganze hier löst, dann dreht sich das mit. Und dann werdet ihr aber sehen, dass hier unten auch dann die Aufhängung sich mitdreht. Die Aufhängung ist dafür da, wenn ihr natürlich eine schwere Waffe habt, sollte man hier immer mit einem Gewicht arbeiten, mit einem Sack oder mit einem Rucksack. Irgendwas, was schwer ist, hängt hier unten ein. Das heißt, wenn ihr hier unten gelöst habt und sich das mitdreht, würde sich halt auch der Rucksack mitdrehen. Das heißt, von daher würde ich dann empfehlen, ich meine, ihr dreht jetzt nicht 180 Grad, aber wenn ihr nicht wollt, dass sich das da unten mitdreht, dann justiert ihr hier oben nach und ansonsten hier an dem großen Stellrad. Der weitere Knopf hier oben am Kopf, der ist dafür da, dass das überhaupt sich drehen kann. Wenn ihr den nämlich hier quasi so ein Stückchen nach innen versetzt und dann hier oben mal dreht, dann merkt ihr, es wird einrasten. Und jetzt ist der Kopf so, dass ich ihn hier oben lösen kann vom Stativ. Das ist auch notwendig, weil das Stativ passt leider so mit dem montierten Kopf, fertig montierten Kopf, nicht in die Tragetasche. Es würde zwar ein Stativkopf reinpassen, aber der ist von der Breite einfach zu weit. Ihr seht es hier, da ist noch ein bisschen Platz nach oben. Tragetasche, Stativ, Kopf, dass ihr das im Fokus habt. Das Gewinde ist ein Standardgewinde, da passen auch alle gängigen anderen Stativköpfe drauf. Wenn ihr sagt, ich will das Dreibein haben und den Kopf jetzt nicht unbedingt, das lässt sich hier entsprechend variieren. So, ich habe jetzt den Kopf wieder drauf, jetzt läuft er auch wieder frei. Und natürlich ist hier der Griff zum Lösen und zum Feststellen auch für die Verstellung in der Höhe. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Ne? Da könnt ihr das hier schön verstellen. Das wäre auch nochmal hier möglich, an der Stelle. Aber da ist das Problem, das ist nur punktuell. Also ihr drückt wirklich nur an der einen Stelle hier rein und das drückt wirklich das ganze Rohr
schön fest. Das heißt, ihr solltet diese Feststellung immer hier oben machen. Das ist wirklich nur mal, um es mal schnell irgendwie zu fixieren. Aber für die eigentliche Feststellung solltet ihr immer mit dem unteren arbeiten. Vor allem habt ihr das dann auch wirklich hier im Griff gleichzeitig. Ne? Ihr habt immer einen Finger ums Rohr, wenn ihr hier oben verstellt die Waffe drin sitzt, dann macht es flupp und das ganze System rauscht einfach nach unten. Das Stativ ist ein Carbon-Stativ, das K800. Hier haben wir natürlich Tripod, 3 Beine logischerweise. Die Längenverstellung lässt sich mit einer Vierteldrehung realisieren. Das ist wirklich eine schöne Sache, so wünsche ich mir das. Also da muss man nicht lange rumwurschteln, sondern man dreht eine Vierteldrehung, kann dann da entsprechend die Länge anpassen. Die Füße sind gummiert, lassen sich auch komplett herausdrehen. Das heißt, wenn ihr mit Spikes arbeiten wolltet, sind jetzt keine dabei, aber man könnte hier auch Spikes mit Sicherheit setzen, die für das Gewinde passend sind. Und hier habt ihr bei dem Mittelrohr noch die Möglichkeit, das Rohr unten herauszudrehen. Das ist eine feine Sache, was man bei Fotostativen nicht so häufig findet. Es gibt natürlich Fotostative, die haben das, aber hier haben wir wirklich die Möglichkeit, dieses Rohrstück zu entfernen. Und das wiederum gibt mir jetzt die Möglichkeit, den Tripod auch sehr, sehr flach zu nutzen. Denn wir haben mit den Beinen 3 verschiedene Stellmöglichkeiten. Das hier wäre die steilste Stellung. Dann kann ich hier einfach diese Teile hier, ich muss erst das Bein ein bisschen anschieben. So. Jetzt kann ich das Bein hier herausziehen. Also wir haben hier so einen Stellknopf, den ziehe ich raus, drücke ihn wieder rein. Das wäre jetzt hier die zweite Stellung. Dann sind wir auf dieser Position, das wäre jetzt ideal zum Sitzen. Da wäre das Rohr auch noch in Ordnung, gerade wenn ich jetzt die Beine noch länger stelle. Aber wenn ich wirklich auch mit diesem Tripod mal liegend schießen will, ja, wenn ich wirklich die Beine dann noch steiler stelle, quasi so, ich mache das einmal schnell. So. Jetzt haben wir hier kaum Platz auf dem Tisch. So. Dann seht ihr, jetzt sind wir in der untersten Position, haben alle Beine eingefahren und jetzt würde natürlich das lange Rohrstück hier stören. Und da ist jetzt hier, dadurch, dass man es entnehmen kann, kann man wirklich super flach schießen. Jetzt könnte ich noch hergehen und das hier noch weiter runtersetzen. Also das ist wirklich die niedrigste Schießposition, die möglich ist. Ihr seht, da kann man problemlos im Liegen auch damit schießen. Kommen wir zum Fazit für das Kopfjäger-Kit. Der Stativkopf hat ein Manko unserer Meinung nach, und zwar lässt sich die horizontale Verkantung nicht ausgleichen. Also man hat jetzt hier, ihr kennt das bestimmt von einem Stativkopf mit einem Kugelkopf, da habt ihr immer noch mal die Möglichkeit, das Ganze horizontal auszurichten. Das würde jetzt hier nicht gehen. Die einzige horizontale Verstellung ist hier Zielverfolgung. Ihr könnt natürlich, ja, das ist jetzt keine Issue, wo ich sage, das ist ein No-Go. Ja? Wenn ihr sagt, ihr müsst jetzt hier den Cant der Waffe einstellen, könnt ihr das über die Beinlänge machen. Ja? Ohne Kugelkopf hat man keine andere Möglichkeit. Das heißt, ihr stellt die Beine entsprechend, wenn ihr unebenes Gelände habt, stellt ihr die Beine entsprechend so, bis ihr hier auf einer Ebene gerade horizontal seid. Das wäre das Ding, aber ich hätte mir hier einfach noch an dem Adapter gewünscht, dass man hier noch eine Möglichkeit hat, das Ganze horizontal einzustellen. Ich habe jetzt mal den Neigungsregler abmontiert, damit ihr auch seht, auch so von der Länge her würde es passen, aber das ganze System ist einfach zu breit für die Tasche, ungefähr 2-3 cm. Da hätte ich mir gewünscht, dass man das halt doch irgendwie, ja, vielleicht die Tasche unten ein bisschen weiter macht oder so. Ist jetzt keine große Issue, aber wenn man diese Tasche hat, dann möchte ich halt gerne schon auch das System komplett montiert transportieren, weil wenn ich es dann aufbaue, möchte ich nicht noch erst den Kopf montieren und dann das noch dran schrauben und jenes dran schrauben. Das sollte dann schon so sein, dass es gleich einsatzbereit ist. Zusammengefasst kann man sagen, ihr habt hier wirklich ein sehr, sehr leichtes, handliches Stativ, mit dem ihr schon sehr viel machen könnt, ein Tripod zum Schießen. Uns gefällt besonders gut, dass man hier halt nicht gebunden ist auf irgendeine bestimmte Waffenplattform. Ihr kennt AK Swiss, es gibt Manfrotto, es gibt noch andere Standards, womit man dann immer nur die eine Waffe nutzen kann. Hier habt ihr wirklich die Möglichkeit, universell für jede Waffe das ganze System zu nutzen. Und natürlich auch, wenn ihr andere Waffen habt mit anderen Systemen, hier auch ohne Probleme einen anderen Stativkopf nutzen könnt. Ihr bekommt das Kopfjäger-Stativ überall dort, wo man Kopfjäger kaufen kann. Wir blenden euch den Link zum Hersteller unten ein. Schießt ihr auch mit Tripod? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da,
abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, schaut in den Blog und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.